Leute, wir sind jetzt genau hier an diesem Punkt, wo der Erste Weltkrieg eben stattfand in der Türkei, wo die ganzen Briten hier mit den Schiffen den Kanal durchfahren wollten und bis nach Istanbul eindringen wollten und Istanbul erobern wollten. Das war alles im Ersten Weltkrieg und wir sitzen jetzt genau hier. Das ist später essen. Das ist Nachspeise. Genau hier an diesem Kanal. Ich zeige euch mal kurz die Aussicht. Schau mal. Da kommt noch was. Da kommt Genau. Und da hinten irgendwo, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ist das Denkmal der türkischen Soldaten, die im Krieg gefallen sind. Und da fahren auch schon jetzt die Schiffe durch und man kann sich vorstellen, das waren im Ersten Weltkrieg eben keine normalen Transportschiffe, sondern Kriegsschiffe, die da durchgefahren sind oder durchfahren wollten. Ja, das wurde eben dann verhindert. Ei, Tomaten, Gurkensalat, Erst hier und dann. Käse, Nüsse, Melone. Oh, Sowas. Gibt es ein mega Frühstück hier und dann fahren wir weiter nach Dacia. Lass die zwei in Ruhe, bitte. Wie gesagt, wir haben 8 Stunden Fahrt vor uns und 573 Kilometer. Leute, das Frühstück ist echt sehr gut, muss ich sagen. Ich habe noch nicht alles ausprobiert, werde ich wahrscheinlich auch nicht alles kosten, aber das, was ich gekostet habe, war richtig gut. Jetzt esse ich gerade Honig mit Butter. Und natürlich Chai. Wir sind bei Ayvacık vorbeigefahren und fahren gerade den Berg hier runter also direkt zur Küstenstraße hier runter. Wie ihr sehen könnt, sind wir noch auf dem Berg und fahren gerade eben diese Straße hier. Das ist eine Straße mit Gegenfahrbahn, komplett so eine Bergstraße, Landstraße sozusagen. Und dann fahren wir runter hier. Dann fahren wir hier die ganze Küste entlang. Ayvalık, Dikili, sehr schöne Orte und da gibt es auch wirklich mega geile Strände, aber die werden wir alle nicht besuchen. Und dann geht es über Izmir Richtung Marmaris weiter. Wir haben, wie ihr sehen könnt, noch 7 Stunden Fahrzeit vor uns und 500 Kilometer, also das ist schon noch einiges. Ja, es gibt einfach so schöne Plätzchen, aber wir können nicht überall stehen bleiben und ins Meer gehen mit Kindern und so, das wäre extrem stressig. Also machen wir halt nur so kurze Stopps, steigen kurz aus, trinken was und dann fahren wir weiter. Aber hier mit dem Fahrrad, gell, das wäre halt mega. Hier eine Runde mit Fahrrad drehen. Wer weiß, Leute, vielleicht irgendwann mit einem Gravelrad oder E-Bike, keine Ahnung was. Mal sehen. Jetzt zeige ich euch die andere Seite. Jetzt fahren wir hier halt eben da runter und werden die ganze Küste so lang fahren bis nach Izmir. Und was man halt immer wieder ansprechen kann, wenn man in Türkei ist, wenn man auf so schöne Aussicht, immer das gleiche Bild. So viel Müll überall, Leute. Schaut euch das bitte an. Überall extrem viel Plastikmüll, ja. Möchte man nicht einmal mit dem Fuß berühren. Ein sehr schöner Olivenbaum, Leute. Ihr seht die ganzen Oliven hier drauf auf dem Baum. Und so ein Baum kann trotz diesem ganzen Müll hier wachsen und Früchte geben. Da das ganze Feld nach unten, überall Müll. Einfach nur schrecklich.
sind gerade in Dikili und das ist noch vor Izmir. Wir fahren jetzt zum Fame Beach, das ist so eine Bucht, ja, eine wunderschöne, da wollte ich letztes Jahr schon hin und sind aber dann letztes Jahr doch nicht gefahren und heuer, weil wir gerade zufällig hier vorbeifahren, haben wir gerade ausgemacht, dass wir zu dieser Bucht fahren. Ja, bin aber gespannt, ob wir mit dem Auto hinkommen, weil das wirklich eine abgelegene Bucht ist und mit dem Auto können wir wahrscheinlich irgendwo aufsetzen und keine Ahnung, werden wir sehen. Auf jeden Fall sieht die Gegend hier so aus. Ja Leute, die Straße ist jetzt schon richtig schlecht geworden, aber dennoch besser als in Bulgarien, muss ich sagen. Ich zeige euch gleich die Straße hier. Ich muss das Fenster gleich zumachen, weil es staubt direkt ins Auto rein. Auf jeden Fall, so sieht es gerade hier aus. Bis jetzt geht's, kann man noch fahren, aber halt in Schritttempo. Und irgendwo da vorne muss dann, genau, Fame Beach. So ein wunderschöner Strand. Aber ich glaube, die Straße wird noch um eine Spur schlechter werden. Bin gespannt, ob wir da hinkommen mit dem Auto. Naja, ich mache die Kamera jetzt so, Leute, ich muss mich konzentrieren. Bis dann. Leute, ich habe nicht einmal einen Fahrradträger und er hat einen Motorradträger. Und ja, genau, wir sind jetzt durch Izmir durchgefahren. Also ins Zentrum sind wir nicht reingefahren. Einfach an Izmir vorbei und jetzt fahren wir Richtung Aydın. Da werden wir wieder rausfahren. Ach ja, in dieser Bucht waren wir noch, genau. Da haben sie uns nicht reingelassen, aber dazu einfach später. Jetzt fahren wir mal Richtung Aydın und da werden wir von der Autobahn abfahren und irgendwas essen. Mama, ich mag wirklich. Magst du auch ein paar? Hast du ja voll wieder gesehen. Hast du ihr nicht gefragt? Ich kann nicht immer. Emre, ich dachte, das Baby sein wird. Ja. Aber nicht. Jo Leute, was geht? Jetzt muss ich kurz mal schauen, bevor ich mit euch rede, was es heute für ein Tag ist. Ich bin komplett durcheinander. Okay, heute ist Dienstag. So, wir sind hier in Dacia in unserem Hotel angekommen am Sonntag in der Nacht. Dann habe ich keine Videos mehr gemacht, weil ich einfach fix und fertig war von der langen Fahrt. Naja, die Hotelanlage ist echt cool, muss ich sagen, riesengroß und unser Zimmer ist auch mega geil. Werde ich euch auch zeigen, aber ich weiß nicht, ob ich es euch heute zeige oder vor dem Auschecken. Direkt am Strand mit Pool und das Wasser ist sowas von klar, glasklar einfach und es sind so viele bunte Fische drinnen. Man kann richtig geil schnorcheln. Ja, Mausi. Ja, komm. Wir sind schon da. So, die GoPro spinnt auch wegen der Hitze, glaube ich. Keine Ahnung, aber die GoPro ist echt so ein scheiß Gerät. Ich sage es jetzt einfach nur mal wirklich. Auf GoPro ist kein Verlass, Leute. Alle, die GoPro haben und besitzen, werden mich verstehen. Ist es zu heiß, hat es Problem. Ist es zu kalt, hat es Probleme und keine Ahnung was. Naja, Leute, wir hören uns irgendwann wieder. Und ja, dann mal. Also wir werden heute noch, genau, nach Dacia fahren, direkt ins Zentrum. Wir sind nämlich gerade ein bisschen außerhalb. Wir sind gerade eine halbe Stunde entfernt von Dacia. Das hier gehört zwar zu Dacia, aber es ist halt nicht im Zentrum. Das Zentrum ist eben, wie gesagt, circa eine halbe Stunde entfernt und da werden wir jetzt heute Abend hinfahren.
und einmal Dacia anschauen und dann, ja, gucken wir mal weiter. Naja, bis dahin Leute, ciao. Jo Leute, was geht? Ich werde euch heute unser Hotelzimmer vorstellen, und zwar stehe ich gerade draußen vor der Eingangstür sozusagen. Ich will euch nur mal zeigen, wie es vor dem Hotelzimmer aussieht. Und zwar ist da hinten die Rezeption, da ist dann so ein langer Weg, ja, bis zu den Bars und Pools und ja und so weiter. Und da kann man halt dann eben einbiegen und dann die Stiege auch auf. Dann ist man hier, und das hier ist komplett unser Hotelzimmer oder Hotelhaus, kann man schon fast sagen, weil es hat, ich glaube, 55 Quadratmeter. Genau, so sieht es hier aus, wunderschön. Man hat von hier aus keinen Ausblick, aber von oben, von den Zimmern aus schon. Genau, das ist die Türe Nummer 52 haben wir. Aber jetzt schauen wir mal rein. Die Kinder sind jetzt nämlich im Pool und ich nutze die Gelegenheit aus und zeige euch das Zimmer. Die Kinder, habt ihr bestimmt schon gemerkt, sind auf den Videos nicht zu sehen, beziehungsweise fast nicht, weil wir nicht wollen, dass unsere Kinder online gehen. Die Tür ist aus Holz und ja, geht nicht immer gut zu. Naja, wir wollen nicht, dass unsere Kinder online sind, und das macht die ganzen Videoaufnahmen natürlich ein bisschen komplizierter, weil da muss ich immer aufpassen und hin und her, und dass sie nicht da sind, dass sie nicht im Bild sind und so weiter. Ja, aber es geht trotzdem irgendwie. Genau, jetzt sind sie im Pool und jetzt zeige ich euch mal das Hotelzimmer. Wenn man hier reingeht ins Zimmer, dann sieht es hier direkt mal so aus. Das sind 2 Betten, Einzelbetten für Kinder zum Beispiel. Da ist ein Tisch, ein Schreibtisch, da ist ein Kamin oder keine Ahnung was, ob man den überhaupt benutzen darf, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall ist hier ein Kamin und hier ein Fernseher, hier ein Kühlschrank und genau, hier so ein Couch, hier so ein Schrank, wo man seine Sachen reintun kann. Hier sind auch unsere Kleidungen. Hier ist das Badezimmer im Erdgeschoss eben, so sieht das Bad aus. Spiegel, ja, Dusche, WC, und da hinten kann man auch noch die Füße waschen. Genau, so sieht das Badezimmer aus. Und das, was mir am meisten gefällt, sind diese Steinwände. Hier gibt es in Dacia, wir waren gestern in Dacia, Leute, direkt im Zentrum und in Eski Dacia, das ist die alte Dacia sozusagen, da gibt es so viele Steine, Häuser aus solchen Steinen, die sehen einfach zeitlos aus und wunderschön aus, wirklich, mir gefällt das so viel. Ja, und dann haben wir hier eben noch so eine Treppe, die uns nach oben führt, und da ist eigentlich das Highlight, da ist es heller und schöner und größer, und ja, da kann man die Stiege hier zusperren, damit die Kinder nicht runterfallen können. Das ist auch sehr gut für uns. Und wartet mal, ich muss kurz Musik leise drehen, weil sonst bekomme ich Probleme mit. Ja, genau. So, genau, hier die Stiege, die uns raufführt, und dann haben wir gegenüber direkt ein Bad, WC, also ein WC, genau, Waschbecken. Stimmt, Dusche gibt es hier keins, Dusche ist nur unten, das ist einfach so WC und Waschbecken. Ja. Und dann haben wir hier ein Doppelbett, direkt daneben mit einem riesengroßen Spiegel hier auf der Seite, und Couch haben wir auch. Couch ist eigentlich hier gestanden, wir haben sie hier getan, damit unser Sohn hier schlafen kann. Wir lassen die Kinder nicht unten alleine schlafen, wir schlafen hier alle zusammen in einem Bett, beziehungsweise der Sohnemann hier, und ja, kuscheln uns zusammen und machen uns gemütlich. Genau. Da ein Schminktisch ist, glaube ich, auch woanders gestanden, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Ja, was haben wir noch? Da ist auch ein Spiegel, da die Vorhänge, und da ist unser Balkon. Wenn ich die Türe aufbekomme, ja, jetzt
Ja, die Türen, Leute, weil alles so aus Holz und so filigran ist, funktioniert alles irgendwie so schlecht. Ja, ich bekomme sie eh nicht auf. Auf jeden Fall ist hier ein kleiner Balkon. Wir sind einfach vor der Türe draußen gesessen in der Nacht. Und ja, hier die ganzen Fenster kann man aufmachen. Dann hat man auch den schönen Ausblick hier aufs Meer. Genau, da ist Snackbar, da sind dann viele Lounge-Bereiche, wo man sitzen kann und sich gut gehen lassen kann. Bar ist da vorne hinter dem Baum und da ist auch dann komplett der Strand und ein Steg ist da nach vorne. Da kann man richtig chillen und ja, sehr, sehr geil, Leute. Es gibt im Meer so viele bunte Fische und Lebewesen. Es ist einfach traumhaft zum Tauchen hier auch. Ich habe leider gestern meine Taucherbrille verloren im Meer. Ich habe es auf meinen Kopf gehabt, war über die Sperre drüber, wo es genau tief ist. Ich glaube 5 Meter, 4, 5 Meter oder so. Und dann habe ich bemerkt, dass meine Brille vom Kopf runtergefallen ist. Ja, wir haben die Brille gefunden, liegt im Meeresboden, aber können sie leider nicht erreichen, weil es einfach zu tief ist. Einmal waren wir knapp dran, aber ja, man bekommt einfach so viel Panik, wenn man so tief unter Wasser ist und sich noch denkt, dass man noch raus muss. Wird es mit der Luft schon eng und ja, aber ich probiere es heute nochmal, vielleicht mit einem Stock oder keine Ahnung. Oder vielleicht sehe ich zufällig einen Taucher, den ich darum bitten kann, dass er mir die Brille rausfischt. Es gibt bestimmt jemanden, der besser tauchen kann als ich. Aber, ja. Genau, und Dacia ist da vorne, Leute, da seht ihr ein Dorf, ja, sieht man Häuser, das ist Dacia. Und irgendwo oberhalb ist dann Eski Dacia, also die alte Dacia. Da ist es richtig schön, so bunte Häuser, so wie man auch hier sieht. Bunte Häuser mit Blumen an der Fassade und alle Häuser aus Stein und einfach, Leute, sowas von schön, ohne Scheiß. Ich habe mir ein paar Fotos gemacht, die werde ich hier einblenden, damit ihr es seht. Videos habe ich leider keine gemacht dort, weil ich die Kamera nicht, ich habe die Kamera schon mitgehabt, aber wollte keine Videos machen. Genau, so sieht's aus, Leute. Fenster wieder zu. Klimaanlage gibt es natürlich auch, die ist hier, gibt es aber nur oben. Ja, genau, sieht so aus. Das Geile ist, da hinter dem Baum ist auch so eine Insel. Da ist auch so ein kleiner Insel. Und die griechischen Inseln sind hier auf dieser Seite irgendwo, die sieht man von hier nicht, aber von dort zum Beispiel sieht man auch die griechischen Inseln. Ja. So sieht es aus. Das hier gehört komplett zum Hotel. Da gibt es viele so Häuser, Zimmer. Der eine ist kleiner, der andere größer. Da hinten sind auch dann die Parkplätze, wo die ganzen Autos stehen. Auch Camper kommen hierher. Da sieht man hinten viele Camper. Da ist das öffentlich da draußen. Kann man mit dem Camper herkommen. Und dort sind auch so Parkplätze, wo unsere Autos stehen. Ja, Leute, so ist unser Zimmer. Das Zimmer kostet für 5 Nächte 870 €, alles inklusive. Ich finde den Preis recht gut für die Lage. Man kann hier vieles sehen. Es gibt viele Buchte, die man besuchen kann. Sind zum Teil mit dem Auto schwer zu erreichen. Und mit Kindern, ja, ihr wisst, wie es ist. Mit Kindern ist alles halt einfach 10-mal schwerer. Deswegen machen wir keine Buchtreisen und so. Okay, dieses Fenster geht nicht auf. Da ist ein Fenster, die haben sie aber hier einfach zugenagelt oder zugeschraubt mit so einer Holzplatte, dass die einfach nicht aufgeht. Ist auch nicht schlecht. Genau, hier sieht man auch die Insel da vorne. Richtig schön. Sieht einfach mega aus. Und heute werden wir Vollmond haben oder fast Vollmond. Der Mond strahlt dann auch aufs Meer und das sieht auch sehr schön aus. Naja, Leute, das war's von unserem Hotelzimmer. Ich hoffe, ihr habt euch
ja, einen Eindruck machen können. Heute ist wie gesagt Mittwoch und ja, Freitag fahren wir weg. Nach dem Frühstück haben wir ausgemacht, fahren wir Richtung Antalya, Kasch. Kasch ist auch ein schöner Ort, da haben wir eine Villa, das heißt Villa, ein Haus gemietet und auch für 4 oder 5 Nächte, weiß ich jetzt nicht. Ja, mit einem Pool, aber ein bisschen weiter weg vom Strand, glaube ich. Da müssen wir zum Strand mit dem Auto fahren, glaube ich, oder mit einem Dolmusch oder so, keine Ahnung. Die Anlage draußen kann ich euch vielleicht auch noch zeigen, je nachdem wie es sich ausgeht, mal schauen. Aber ich sage jetzt mal Tschüss. Die Kinder sind im Pool, ich mache mich jetzt auch bereit und gehe ins Pool. Ah nein, ich muss versuchen, meine Brille rauszufischen. Wenn es nicht jemand anderes schon rausgefischt hat, weil es tauchen hier viele Leute und wenn jemand die Brille sieht und weit tauchen kann, wird er sich rausholen. Logisch. Ja, ich werde es mal versuchen. Ich schaue mal, ob es überhaupt noch dort ist. Na gut, Leute, wir sehen uns dann später nochmal. Ciao. Ja, Leute, was geht? Heute ist unser letzter Tag hier in diesem Hotel. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch nochmal den Strand, bevor wir diesen Ort hier verlassen. So sieht der Strand aus, Leute. Hier ist der Supermarkt vom Hotel. Da kann man was kaufen und aufs Zimmer schreiben lassen. Hier sind Parkplätze da vorne. Und hier ist der Eingang vom Hotel und das hier ist alles die Hotelanlage bis nach hinten. Das komplett ist diese Hotelanlage. Und hier ist eben da vorne der Strand, die Liegen. Ja, und Steg gibt es auch dort hinten, wo man reinspringen kann. Da gibt es auch einen Beachvolleyballplatz. Da vorne kann man sich Boote mieten und ja, zum Insel gegenüber schwimmen und fahren und keine Ahnung was. Ja, es gibt hier einige Möglichkeiten. Es ist ein feiner Kiesstrand zum Teil sehr fein, dann wird es ein bisschen grob. Und da hinten, wenn man weiter an die Spitze hier geht, sind es sogar größere Steine, also es ist relativ unterschiedlich, es gibt alles Mögliche und es ist auch hier vorne bei diesem Steg hier, da gibt es die meisten Wellen und wenn man es jetzt ein bisschen ruhiger haben möchte, dann kann man dort hinten beim Steg zum Beispiel schwimmen, da gibt es fast gar keine Wellen und da kann es schon starke Wellen geben, also man kann es sich hier wirklich gut aussuchen, wo man baden möchte, ob man Wellen mag oder ob man es ruhiger mag. Ja. Ich zeige euch dann das Meer von der Nähe. Eintauchen können wir leider nicht, weil ich das Equipment für das GoPro nicht dabei habe. Und da könnte ich euch, aber das finde ich schade, weil da könnte ich euch die ganzen Fische, die bunten Fische hier zeigen. Leider wird das nicht möglich sein, aber ich zeige euch das Meer, das Wasser einfach von der Nähe. Und ja, wie der Kies so aussieht und dann werde ich das Video auch schon beenden. Ich muss jetzt kurz zum Auto, weil ich vom Auto was holen muss und dann suchen wir uns eine Liege, dann zeige ich euch das Ganze. Wie gesagt, heute ist der letzte Tag. Heute werden wir noch schwimmen und alles ein bisschen ausnutzen und morgen in der Früh nach dem Frühstück geht's los Richtung Kasch. Da wo wir ein Haus gemietet haben und ja, und dann sind wir dort ein paar Nächte, dann geht es weiter nach Istanbul, ja, und von Istanbul reisen wir dann weiter nach Österreich nach Hause. Jo, hier sind die ganzen Parkplätze. So, angeblich hat meiner Frau das Auto ein bisschen näher geparkt hier unter einem Baum, aber ich weiß nicht wo. Ah, hier sind wir, genau. Und da ist unser Audi A5, Leute, mit dem wir nach Türkei gefahren sind. Wir haben jetzt insgesamt, wenn ich mich nicht irre, bis hierher 2600 Kilometer gemacht, also ganz schon eine Menge, wenn man bedenkt, wir müssen die gleiche Strecke nochmal zurückfahren. Also wir sind jetzt von zu Hause, was waren es, ich glaube 27 Stunden entfernt. Ja, 27 Stunden müssen wir dann natürlich wieder
Retour fahren. So, muss mal GoPro-Akku finden und dann gehe ich weiter baden. Genau, hier ist mein GoPro-Akku. Okay Leute, wir sehen uns dann später. Ciao, ciao. Ja Leute, so sieht der Strand aus. Sehr schön, klares Wasser. Da gibt es sogar so eine Holzschaukel, wo man schaukeln kann. Ja. Genau. Und so sieht der Kiesstrand aus. Mit sehr feinem Kies, sehr schönen Farben. Wie gesagt, manchmal ist es noch feiner, manchmal ein bisschen grober, ja. Und jede Menge Fische. Naja, ich hau mich jetzt mal ins Meer, ins Wasser. Wir sehen uns dann später. Macht's gut, ciao. Wir sind vom Hotel von Dacia weggefahren um 9 Uhr ungefähr und es ist gerade 10 Uhr. Wir fahren gerade Richtung Kasch, Antalya und sind hier gerade bei einem Aussichtspunkt, wo man Marmaris sieht. Richtig geile Stadt, zeige ich euch gleich. Und wie immer überall Müll. Hier auch, leider. Fuck, Alter, was ist das? Mein Gott, das ist überall in der Türkei wirklich unglaublich. Es fehlt einem die Worte, aber es ist leider überall, wo man hier eine schöne Aussicht genießen kann, ja, sieht man überall dasselbe. Überall nur Müll, überall nur dumme Menschen. Ich weiß nicht, ob das Menschen sind. Für mich sind das eigentlich keine Menschen, die sowas anstellen hier, aber traurig einfach. Naja, ich wollte euch eigentlich die schöne Aussicht hier zeigen. Die Stadt Marmaris. Extrem schön. Da werden wir, glaube ich, nicht reinfahren in die Stadt. Wir ziehen einfach weiter. Wir wollen woanders einen Stopp machen. Aber so sieht es hier aus. Ja. Richtig schöne Stadt. Naja, wir sehen uns später, Leute. Macht's gut, ciao. Ja, Leute, wir sind gerade in einem kleinen Dorf, Akyaka, und da werden wir jetzt eine Bootstour machen. Sieht so aus. Das komplette Boot gemietet um 360 Lire und machen hier eine Flusstour. Genau, so sieht's aus. Flusstour in Akyaka.
fahren mit dem Boot flussaufwärts, deswegen kommt er nicht wirklich voran. Aber es geht in Schritttempo. Hier soll Aquarium sein, weil hier einige Arten von Fischen leben. Sehr klares Wasser hier. Sieht richtig gut aus. Aber nicht, dass du den Kopf die Schweine! Die Schweine! Jetzt sind wir an so einer Location, das ist nach Köyceğiz irgendwo. Da ist so ein Fluss oder ein Bach, keine Ahnung. Und darin kann man essen. Ja, ein seltsames Phänomen. Ich zeige euch jetzt mal. Jo Leute, was geht? Wir sind gerade beim Haus angekommen in Kalkan sind wir gerade. Kaş Kalkan. Hier ist das Haus. Sieht so aus. Hat auch eine schöne Aussicht von der Terrasse aus vom oberen Stock. Aber das zeige ich euch alles ja, im Laufe der Woche. Ein Pool haben wir. Jetzt werden wir erstmal ins Pool springen. Moment, ich muss schauen, ob ich das Auto zugesperrt habe. Genau, im Großen und Ganzen gute Location hier, jedoch sind die Straßen extrem, aber sowas von extrem schlecht. So viel bergauf und runter und so hinige Straßen, halbfertig, sehr viele Schlaglöcher. Ich glaube, ich habe mit dem Unterboden vom Audi, ja, ich schätze mal 5-mal gestreift, obwohl ich sehr, sehr, sehr aufgepasst habe. Aber naja, Straßen, so wie ihr sehen könnt hier am Rande, sieht überall so schlecht aus. Es gibt hier, Leute, Steigungen von, glaube ich, über 40 Grad oder so, keine Ahnung. Naja, aber wenn man die Häuser anschaut, die ganzen Villen hier oben am Hang, könnte man denken, man ist in Hollywood oder so. Sieht echt krass aus. Genau, das Meer ist da unten. Da werden wir wahrscheinlich erst morgen hingehen. Heute chillen wir erstmal im Hotel, also im Hotel sage ich, in dieser Villa. Jetzt springe ich mal ins Pool. Ja, und dann sehen wir uns später. Ciao Leute. Bura mı? Nein, biraz daha önce. Aşağı bak. Var orada bir yolun kenarında var. Park etmek yasaktır, no parking. Jo Leute, wir sind hier in berühmten Kaputaj-Plage angekommen. Ja, das sieht mega aus, Leute. Heftig. Schaut mal die Felsen hier an. Richtig fette Felsen. Und hier zwischen den Felsen einfach ein mega Strand, Leute. Das Wasser, das Meer wirklich in geiler Farbe hier. Sieht richtig, richtig, richtig geil aus. Da werden wir jetzt mal runtergehen. Mega viele Wellen da, aber das Wasser ist einfach Hammer. Wow! Da fliegt alles weg. Efe? Ja, habe ich gesehen. Kaputt,
So, geparkt haben wir hier am Straßenrand. Hier darf man parken entlang der Straße. Wir waren, ja, gestern sind wir in der Villa angekommen. Jetzt ist gerade 12 Uhr, waren den ganzen Vormittag in der Villa, im Pool und so, haben gefrühstückt und jetzt haben wir uns gedacht, fahren wir zum Kaputtaschplatz. Das ist etwa 8 Kilometer entfernt von unserer Villa. Jo, jetzt sind wir da. Ich hoffe, dass wir reinkommen. Sieht mega geil aus, Leute. Hier kann man die Stiegen hier runtergehen zum Kaputtaschplatz. Richtig, richtig nice. Leute, so eine Türkisfarbe habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, wirklich. Aber hast du noch nie das gesehen? Nein, Schatz, ich habe das noch nie gesehen. Aber hast du noch nie das... Schau mal, wie wunderschön das Wasser ist. Aber hast du noch nie diesen gesehen? Ja, Leute, wir sind jetzt unten in Kaputtaschplatz. Leider wurde uns gesagt, dass es verboten ist, heute ins Meer zu gehen, weil die Wellen einfach zu stark sind. Ja, und das kann 3 bis 4 Tage andauern, hat er gesagt. Und ja, wenn die Leute jetzt ins Meer gehen, müssen sie andauernd Kinder und Leute aus dem Meer fischen. Das hatten sie anscheinend gestern. Da haben sie alle Arbeiten stehen gelassen und nur mehr Leute aus dem Meer gefischt. Ja, und wie man sehen kann, ist wirklich, ja, die Wellen sehen zwar nicht so stark aus, aber das hat er auch gesagt. Das Problem ist, dass der Sand von den Füßen wegrutscht und man wird so richtig reingezogen. Und dann kommt man wahrscheinlich nicht mehr raus aus dem Wasser. Aber wir werden trotzdem ein bisschen reingehen. Das sieht so geil aus, Leute. Auch mit den Felsen dort hinten. Mega geil. Leute, die Wellen sind so stark. Schaut euch mal den Sand an. Ich lege euch jetzt mal weg und dann gehe ich weiter rein. Es ist zwar verboten, aber irgendwie gehen trotzdem alle ins Wasser. Ja. Sie schreien zwar über den Lautsprechern, dass es verboten ist, dass die Leute raus sollen, dann gehen die Leute zum Teil raus und dann aber ein paar Minuten später alle wieder rein. Wow. Also wenn man hier hineingezogen wird, dann kommt man lebendig, glaube ich, nicht mehr raus. Also ganz so ungefährlich ist es hier nicht. Vor allem mit den Kindern, die sind schnell mal weg.
Die Wellen sind echt krass. Wow, wow, wow. Das hat sich wieder gelohnt, dass wir hierher gekommen sind. Aber das war es jetzt vom Capotage Plage, Leute. Ich gehe jetzt zu meiner Familie ein bisschen chillen. Wir sehen uns wieder irgendwann, irgendwo. Macht's gut. Ciao. Ja, Leute, was geht? Ich wasche hier gerade mal meine Füße ab, schnell, weil wir kommen gerade wieder von Kalkan, sage ich, von Capotage Plage, das heißt von Capotage Beach. Ja, wir waren heute das letzte Mal dort, weil wir morgen von hier abreisen. Wir fahren nach Istanbul. Heute ist unser letzter Tag hier und genau, den Sand mal kurz abwaschen. Dann will ich auch die Gelegenheit nutzen und euch die Villa mal kurz zeigen, vorstellen, was wir hier gemietet haben. Und zwar, wie gesagt, sind wir in Kalkan, gehört zu Antalya, genauer gesagt zu Kaş. Und so sieht es aus. Hier sind sehr viele Hotels, Villen, die man mieten kann, mit Infinity Pool und so weiter. Ja, und da die ganze Berge auch voll mit Villen und so. So sieht es hier aus und das ist unser Villa. Was heißt Villa? Eigentlich ein Haus und kein Villa. Genau, so sieht es aus. Jede Einfahrt, eine mega Einfahrt, da komme ich mit dem Audi natürlich nicht hoch. Ja, ein bisschen Garten hier und die Villa heißt eben Ayla. Hier ist der Eingang. Geht man die Treppe runter und dann, wenn man gerade geht, ist man im Garten. Hier weiß ich nicht, ist irgend so ein Abstellraum. Hier ist die Eingangstür, Nummer 5. Aber wir gehen meistens immer weiter und gehen von der Terrasse rein. Hier sind lauter Pflanzen. Genau, das hier ist, glaube ich, ein Zitronenbaum. Da auch ein paar Zitronen. Genau. Da hatten wir einen Griller. Hier sehr viele liegen, genug Platz für ein paar Leute hier. Hier der Pool, auch groß und also groß genug. Hier ist ein Olivenbaum, der richtig toll aussieht. Also wir sind die meiste Zeit hier gelegen und hatten dann die Aussicht so zum Pool, Olivenbaum und die Villa so das Haus so im Hintergrund. Sieht echt schön aus. Und wie ihr hören könnt, sind hier wieder auch sehr viele Grillen. Das sind so komische Tiere, die machen so Geräusche. Und das kann schon mal richtig laut werden. Bekommt man nie zu sehen, aber man hört sie überall. Ja, und so sieht es eben aus. Da sind auch noch Liegen und das ist schon die Nachbarvilla, ist auch zu vermieten, haben wir uns sagen lassen, auch ähnlich aufgebaut mit einem Pool. Genau. Da ist eben der Essbereich. Dann will ich euch die Villa auch mal von innen kurz zeigen. Hier eine Schiebetür. So sieht die Küche aus. Eigentlich sehr modern und ordentlich. Hier ein riesen Kühlschrank. Dann hier ein Bücherregal. Also eine Ecke, Fernseher. Ein Kamin gibt es auch hier. Die Eingangstüre. Hier so ein paar Spiegeln. Im Erdgeschoss Dusche, WC und Waschbecken. Ja, so eine Holztreppe, die uns nach oben führt. Genau. Obergeschoss ist dann, hier ist eine Dusche, WC auch, wieder Waschbecken. Hier ist ein kleines Zimmer, ja, mit so einem Bett für Kinder. Da ist ein Balkon, wir sind da eigentlich nie rausgegangen. Genau, dann haben wir hier noch ein Zimmer, da sind unsere Kinder geschlafen.
Schlafzimmer haben alle Klima. Hier ist auch ein Schlafzimmer. Ja, ein kleines Schlafzimmer. Dann geht es hier hoch. Da ist ein Balkon, 2 Stühle, ein Tisch. Und da kann man auch schon ein bisschen das Meer sehen. Ja, das Haus stört ein bisschen, aber man kann hier schon etwas sehen. So sieht es hier aus. Und hier geht noch eine Treppe hoch, eine Holztreppe. Und dann ist hier auch eine Dusche, ein WC und ein großes Schlafzimmer. Da gehen wir jetzt nicht rein und da oben ist dann auch so ein Balkon quasi, Tisch, 4 Stühle. Und da sieht man dann auch schon ein bisschen mehr. Ja. Unten gibt es einen Strand, ein Beach Club, kommt man mit 120 Tele rein. Kann man unten baden, jedoch ohne Strand eben. Für Kinder nicht so geeignet hier. Aber wie gesagt, Kaputaj Plage, da wo wir waren, das ist in dieser Richtung 8 Kilometer entfernt, also ist nicht weit. Da ist es richtig schön, auch für Kinder. Ja, so sieht es hier aus. Das ist der oberste Stock quasi. Da gibt es nur ein Schlafzimmer mit Dusche, WC und so einen Balkon. Ja, da gibt es natürlich richtige Villen dann, die man mieten kann. Kostet natürlich auch dementsprechend mehr. Ja Leute, so sieht die Villa aus, das Haus aus. Wollte ich euch auch gezeigt haben, weil heute, wie gesagt, ist unser letzter Tag. Morgen in der Früh reisen wir weiter nach Istanbul, dann sind wir 3 oder 4 Nächte, irgend sowas in Istanbul, in Levent, in Beşiktaş genauer gesagt. Ja, und von dort werden wir dann weiterfahren nach Hause, nach Österreich. Bis jetzt lief alles ganz gut. Wir waren zufrieden mit allem. Das Haus war sehr gut und ja, Essen ging so. Hat mir nicht überall geschmeckt, aber ja, ist halt so, wenn man nicht weiß, wo man essen kann oder soll, isst man halt irgendwo und dann ist es oft nicht so gut. Aber im Großen und Ganzen war es eigentlich sehr gut. Genau, letzte Mal noch die Aussicht. Jo, Leute, dann sehen wir uns morgen auf dem Weg nach Istanbul wieder. Ich sperre hier noch. Die Türen sind alle so was von komisch zum Zusperren oder zum Zumachen. Aber naja, Leute, wir sehen uns morgen. Ciao.